Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ja aktuell jetzt in Sydney, also in der Nähe von Sydney. Bin von Perth rübergeflogen, das habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Und mache hier jetzt Freiwilligenarbeit. Also ich habe da was gefunden. Wer das verpasst hat, kann sich das gerne mal angucken. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und ja, ich bin jetzt ungefähr 1,5 Wochen hier und bin super, super glücklich mit der Entscheidung, gewechselt zu haben, also etwas anderes, was Neues zu machen, weil, schaut euch mal diesen Ausblick an. Mega, mega schön. Also alles, was irgendwie mit Wald zu tun hat oder in der Nähe von Bergen, also Berge sind es ja nicht, aber leichte Erhöhungen, da bin ich super happy. Es ist super still hier und es fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub auf dem Bauernhof irgendwie, weil hier sind natürlich auch so ein paar Tiere und ja, man ist so weit ab von allem. Also ich finde es mega cool und ja, habe natürlich auch schon ein paar Tage hier gearbeitet und ja, also meistens ist es halt irgendwie Zäune bauen, aufräumen, Beete wieder bepflanzen, weil dieses Grundstück war von den Buschfeuern Ende 2019 betroffen. Also dieses ganze Grundstück ist komplett abgebrannt damals, also inklusive Haus. War halt auch der Grund, warum die 88 Tage hier zählen, weil die Regierung das so beschlossen hat nach den Feuern, dass man diesen Wiederaufbauprozess machen darf und dass es dann eben für die 88 Tage gilt. Das hat natürlich irgendwie auch einen faden Beigeschmack, muss ich sagen. Aber ja, also die Hosts hier, die Gastgeber, sind auch super, super lieb und ich fühle mich total wohl. Ich habe mein eigenes Zimmer, Dusche, das Badezimmer und die Küche sind geteilt. Ja, ich werde hier morgens auch vom Hahn geweckt. Das blende ich euch jetzt mal ein. Das ist richtig cool. Und ich werde jetzt hier erstmal ein paar Wochen bleiben. Wie lange letztendlich, weiß ich nicht. Da halte ich euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden wieder, wenn sich da irgendwas entscheiden sollte. Aber für jetzt bleibe ich jetzt erstmal hier. Und es ist so arschkalt hier. Oh. Es sind 0 Grad nachts manchmal. Ja. Kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Ich werde euch jetzt mal die Videos, die ich schon gemacht habe, einschmeißen. Also von dem, was ich jetzt schon so gearbeitet habe. Und ja, alles so drumherum. Viel Spaß. Donnerstag, 15.06. war mein erster Tag und wir haben morgens um 8 direkt erstmal ein Bonfire angezündet. Das war ziemlich beeindruckend und sind danach in den Gemüsegarten gegangen. Der ist riesig, das kann man jetzt hier überhaupt nicht sehen. Das werdet ihr aber alles noch sehen in der Zukunft. Und nach dem Wochenende, am Montag, haben wir morgens angefangen, den Zaun zu bauen oder weiterzubauen. Den haben wir nachmittags dann beendet. Also da sind wir fertig geworden mit. Und genau, hatte da eben noch hier die 2 Helfer, die 2 anderen, die sind mittlerweile jetzt weg, aber da waren sie noch da. Und zu unserer Arbeit gehört eben auch Enten füttern, Hühner füttern. Und das macht total viel Spaß, weil die sich immer riesig freuen, wenn wir kommen. Und ja, also bisher super, super cool.
Ich habe gerade die giftigste Spinne in Australien gefunden. Sie ist zum Glück schon tot, aber ich zeige euch das jetzt mal. Das ist die Redback Spider und mit einem Biss bist du schon tot. Gut, dass sie schon tot ist. Crazy. Hab ich hier einfach zwischen den Sachen gefunden gerade. Also das ist die giftigste Spinne, die du hier finden kannst. Mal auch zum Vergleich. Also so groß ist die nicht. Die sieht man auch nicht sofort. Also super, super gefährlich. Schaut mal, wer mich hier schon wieder besuchen kommt. Ich muss ein bisschen leise und vorsichtig sein. Da vorne ist Nummer 1. Und Nummer 2. Die hoppeln hier immer rum. Hallo. Guten Morgen. Was eben dann auch ab und zu dazu gehört, ist so ein bisschen aufräumen. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt Steine mehr oder weniger von A nach B gebracht. Das hat mich bestimmt irgendwie eine halbe Stunde, würde ich sagen, gekostet. Also da lag natürlich noch deutlich mehr, als man jetzt hier sehen kann. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr großes Grundstück und demnach muss man eben dann auch einfach mal irgendwelche random Sachen von A nach B bringen. Und das war eben der Fall an dem Morgen. Und hier könnt ihr wieder die Enten sehen, die sich mal wieder über Essen gefreut haben. Da haben sie schon aufgegessen. Und es ist hier zwischendurch wirklich so unfassbar windig. Da wollte ich euch mal die Bananen im Baum zeigen, weil da einfach Bananen wachsen. Wie cool ist das bitte? Und es war so windig. Also es ist echt krass. Und hier haben wir ein kleines Beet angefertigt. Da haben wir erstmal den kleinen Baum hier entfernt. Und ja, da könnt ihr jetzt gleich auch noch das nachher sehen. Ja. Ich mache heute einen kleinen Ausflug. Das nennt sich Aquapool Trails, also so eine kleine Wanderung. Und ich bin eben an einem Grundstück vorbei, wo stand Keep Out Dangerous Dog. Und ich war schon so, das ist ja gar nichts für mich. Also da kriege ich ja voll die Panik. Und ich habe dann auch schon gehört, wie irgendwas so angelaufen kam, war aber ein Zaun drumherum. Und ja, da kam der Hund dann auch plötzlich auf mich zu, wo ich dachte, scheiße, was machst du? Aber der ist voll lieb, der hat sich einfach voll gefreut, der hat auch nicht gebellt oder so. Und jetzt folgt er mir die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich werde den gar nicht los. Entweder macht er das den ganzen Tag bei allen Leuten oder, weiß ich nicht, schert sich anscheinend auch keiner drum, wenn er da einfach aus dem Grundstück rauslaufen kann. Ja. Da vorne läuft er fröhlich. Er weiß, wo es lang geht anscheinend. Kann man das überhaupt sehen? Da. Schön ist es aber hier. You should go back. You can't follow me all the way. Oder sprichst du Deutsch? Geh zurück! Ich bin jetzt angekommen und natürlich ist er auch noch da. Also er ist jetzt wirklich den ganzen Weg gefolgt. Aber hier ist es echt schön. Sehr idyllisch. Und kein Mensch hier. Also ich habe auch auf dem Weg niemanden getroffen.
Er ist heute mein Model. Also es ist wirklich ein sehr schöner Ort, sehr ruhig und das Wasser ist hier komplett durchsichtig, also man kann da richtig durchgucken. Das sieht man wahrscheinlich jetzt gar nicht so gut, aber ja. Oh ja, sehr schöner Ort. Das ist das Schild, aber ich habe auch keine Ahnung, wo er rauskam. Er ist jetzt auch weg. Wir sind gerade bei einer kleinen Umpflanzaktion hier mit, ich weiß gar nicht, ungefähr schon 2 Stunden gefühlt dabei. Aber es dauert immer alles ein bisschen länger. Also die kommen jetzt an einen anderen Ort und dann wird das hier quasi platt gemacht, sodass man hier dann einfach drumherum besser mähen kann. Und da sind wir gerade dabei. Ja, heute ist Montag, also heute hat wieder die Woche gestartet, hatte ein schönes langes Wochenende und herrlichstes Wetter. Also es ist ein bisschen wärmer jetzt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es richtig kalt wird heute Morgen, aber konnte meine Jacke ausziehen, bin jetzt hier nur noch in 3 Schichten. Aber geht voll in der Sonne, richtig angenehm. So, ich habe jetzt Mittagspause, es ist kurz nach 1 und wir fangen um 2 wieder an. Also wir haben irgendwie um 12:30 Uhr, glaube ich, aufgehört gehabt. Und ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Lunch, also Essen und so weiter. Also hier. Und nein, das habe ich nicht extra für euch so angerichtet. Hier ist übrigens ein Kürbis aus dem Garten, also nicht aus dem Garten hier, aus einem anderen Garten. Sieht ganz süß aus, ne? Ja, das mache ich jetzt erstmal. Also war schon gut anstrengend heute wieder. Bisher. Gleich machen wir weiter mit dem, womit wir eigentlich aufgehört haben, eben. Ja, bis später. So, der Tag ist geschafft. Es ist jetzt schon nach 5. Ich glaube, wir haben erst um 4:45 aufgehört heute. Also so richtig langer Tag. Wir haben auch bis 16 Uhr irgendwie die ganze Zeit noch da ausgegraben. Ja, also ein sehr langer Ausgrabetag. Oder wie man das auch immer nennen möchte. Ich bin auf jeden Fall fix und fertig. Und ja, werde jetzt gleich essen und dann mich so ein bisschen, ja, mich dann so ein bisschen entspannen. Und ja, dann geht es morgen um 8 weiter.
Na, guten Morgen auch. Wir sind schon wieder fleißig am Arbeiten. Ich bin übelst am Schwitzen schon wieder, weil es so anstrengend ist. Wir sind hier gerade das Woodchip, ich habe jetzt gerade den deutschen Namen nicht im Kopf. Ihr könnt ja sehen, was es ist. Am Einladen hier in die Schubkarren und bringen das zu den Gemüsebeeten, die wir die letzten Tage gebaut haben. Und das ist einiges und es ist auch anstrengend. Es sind irgendwie nur 7 Grad, aber konnte mich schon gefühlt komplett ausziehen. Und ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Kann aber nicht viel filmen, weil wir halt die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen sind und ich arbeite ja auch nicht alleine. Aber nur mal ganz schnell, dass man das mal kurz so sieht. Das hier ist das Gemüsebeet oder eines der 3 Gemüsebeete, die wir gebaut haben. Und die haben wir vor das Haus dann angebracht und mit der Holzspäne und noch so einem Kompost Erde aufgefüllt. Es hat so lange gedauert, es war unfassbar anstrengend, aber wir sind fertig geworden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 6 Monate Australien. Das war ungefähr das Süßeste, was ich in den letzten Wochen gesehen habe. Oh, ich bin so genervt.